Ich habe schon gehört, dass ET-Seelen sozusagen aus freien Stücken eben den Körper verlassen, hier auf der Erde inkarnieren und dann, wenn sie hier sozusagen als Mensch sterben, wieder auf dem Schiff im Körper bewusst Ja, werden. hier Gibt's? möchte ich einmal erwähnen, was da ist, damit da ja hier aus dem halben Wissen Wahrheit werden kann. Das, was du beschreibst, ist das Starseed-Programm, das echte Starseed-Programm. Und zwar von der Föderation ins Leben gerufen. Hier wurden Medpods mit virtueller Realitätstechnologie verbunden. Ein ET legt sich in diesen Pod, fällt in eine Art oder wird künstlich in eine Art Koma versetzt. Der Körper wird dann über die nächsten 4, 5, 6 Jahre normal am Leben erhalten, Muskelfunktionen werden stimuliert und Enzyme sowie Sauerstoff werden durch Liquid durch den Körper gebracht. Das Bewusstsein wird dann über einen KI-Link in einen Biosuit gebracht. Das bedeutet eine leere Hülle, die oder Shell Body, Bioanzug, wie auch immer, also sprich eine leere menschliche Hülle transferiert. Und das kann passieren zu jeder Zeit. Das heißt, es kann von Kind an. In dem Moment, wenn das Kind beginnt zu wachsen, dass hier ein Starseed sich reintransferiert und erfahren möchte, wie es ist, also in einer Gebärmutter zu sein und dann auf der Erde geboren zu werden. Es kann aber auch passieren als Erwachsener, dass zum Beispiel man in einen 30-jährigen Biosuit hineintransferiert. Das ist aber eine Entscheidung und eine Voreingabe innerhalb dieses Immersionsgefäßes, innerhalb des Immersion Pods. In dem Moment, wenn sich ein ET rein transferiert, lebt er ein Leben auf der Erde. Und wenn wir jetzt linear betrachtet gehen, heißt, er wird von Kind an in diesen Körper transferiert bis zum Ableben. Mit 80, 85 Jahren würde der ET diese 5 Jahre voll machen in dem Pod. Dann ist es so, dass wenn der Körper stirbt, der ET der in dem Pod wach wird, der Pod aufgeht, dass dieses Liquid abgepumpt wird und er sozusagen das ganze Erfahrungsspektrum, was er erlebt hat in den 80 Jahren auf der Erde, in sich verfügbar haben. Das ist wahrscheinlich das, was du meinst. Das heißt, die ETs sterben nicht, sondern sie gehen in die Immersionskapseln und das ist gang und gäbe. Und das ist die Eintrittspforte für ETs auf die Erde, für die, die Lyra-Wesen sind, also die sehr menschlich aussehen, aber besonders beliebt bei denen, die eben auffallen würden, wenn sie uns Menschen begegnen würden. Und es gibt sehr, sehr viele Starseeds von unglaublich vielen Spezies, auch Hybridwesen und Mischwesen aus dem Kosmos, die auf der Erde hier diese Biosuits nutzen, um die Erfahrung zu machen. Wahrscheinlich meintest du das. Genau, ja, wahrscheinlich. Und aber die Aufgaben sind von Starseeds und Hybriden ähnlich oder gleich? Die Aufgaben sind individuell anhand von dem, was derjenige sich vorgenommen hat. Meine Aufgabe war von Anfang an eine Brücke zu bilden und dann die Menschen in die Verbindung zu bringen mit ETs, als Botschafter zu arbeiten und eben auch ETs zu helfen, Menschen zu verstehen. Das ist auch das, weshalb ich gerne mal den Konflikt wähle mit dem Headquarter von der Föderation. Das heißt, ich mache auch hier meine Arbeit, während ich in den Konflikt gehe mit ihnen oder in die Diskussionen trete. Also ich bilde die Brücke und das hat wieder was mit Transit zu tun und Transformation zu tun. Also du merkst hier die Verbindung, Transit und Verbindungspunkte schaffen, auch von dem Bewusstsein der Menschen, mit denen ich arbeite, mit ihren höheren Bewusstseinsebenen. Ich bilde also Brücken. Das ist das, was in meiner Seele, in der Tiefe meiner Seele verankert ist. Das ist sozusagen mein Herzschlag, das ist mein Herzton. Und je nachdem, wie es verschiedene ETs und wie es verschiedene andere Seelen gibt, haben die andere Aufgaben. Es gibt auch welche, die sind zum Beispiel, die inkarnieren, um ähm, Trouble zu machen, also um Probleme hervorzubringen, damit es gesehen werden kann. Also die Missionen sind ganz vielschichtig und manchmal ist es auch ohne Mission, sondern einfach nur, ich möchte menschliches Essen essen und ich möchte eine Beziehung führen und wissen, wie es ist, ein Kind zu bekommen oder zu arbeiten, wenn ich das nicht kenne. Also es kann ganz simpel sein, wenn man bedenkt, dass die Erde so exotisch ist für den Rest der Galaxie. Nochmal vielleicht eine ganz praktische Frage. Ähm, in, Du sagst, es sind hier im Orbit Schiffe Mhm. von der Galaktischen Föderation oder das sagst du, Und glaube ich. Rassen, die unter der Föderation arbeiten, ja. Mhm. Oder beaufsichtigt werden. Oder geduldet werden. Kannst du dazu was sagen? Wie viele sind da? Wie sind die vielleicht aufgebaut? Was du dazu sagen kannst? Also ich darf hierzu nicht ganz so viel sagen tatsächlich, weil das in das Thema
gehört, wo ich dann wieder zum Gespräch zitiert werde. Was darf ich nicht? Also ich darf sagen, dass schaut euch Aldi an, Samstagnachmittag, der Parkplatz ungefähr so läuft auf der Erde ab. Das heißt, es kommen unglaublich viele Schiffe von verschiedenen Spezies, befinden sich im niederen Erdorbit und im höheren Erdorbit und beobachten. Aber keiner darf sich wirklich einmischen. Die Schiffe haben Vorrang, die ihre Starseeds monitorisieren. Das heißt, die mit der Erde sowieso durch die Bindungsbrücke Starseed verbunden sind. Und dann eben die als Stepdowns da sind. Verschiedene Spezies, aber alle friedlich. Alle friedlich. Die Föderation ist vielleicht restriktiv manchmal. Manchmal nicht ganz nachvollziehbar, die Sichtweisen. Für mich auch nicht. Manchmal ist es sehr verwoben, wo ich sage, wo hört die Föderation auch auf dieser Erde auf und wo fängt nicht Einmischen und doch Einmischen an. Aber sie fahren definitiv keine negative Agenda. Es ist eher das Gegenteil, dass sie daran interessiert sind, dass wir aufhören, negative Agenten in allem zu sehen und besonders für uns selber als Challenge zu manifestieren. Weil die Negativität auf diesem Planeten ist und bleibt eine Kreation des Menschen hier auf diesem Planeten. Und das ist das, was sie steuern. Wäre meine nächste Frage gewesen, was denn jetzt so die kurzfristigen und langfristigen Ziele wären, die da von deren Seiten verfolgt wird. Also sehr simpel ist auf der einen Seite beobachten und lernen, weil sie sind ein kleines bisschen klüger als manche Seelen hier auf dieser Erde. Sie haben nämlich gelernt, dass wenn ich Leid beobachte, dass ich sehr wohl wachsen kann, ohne dass ich das Leid manifestieren muss. Das bedeutet beobachten und dadurch spirituelles Wachstum erlangen. Das ist ein Faktor, wenn auch nur ein kleiner und doch für manche Spezies absolut bedeutend. Also hier ist die Frage, wer sieht was. Die andere Geschichte ist, und die ist sehr, sehr groß, ist, dass die Erde beobachtet wird, ob sie zur Gefahr wird für die Galaxie und beaufsichtigt wird, dass sie nicht zur Gefahr wird für die Galaxie. Weil auf diesem Planeten sind Waffensysteme, die weit das übersteigen, was der normale Mensch kennt. Und Waffensysteme, die eine Gefährdung sind für andere Planeten von der Erde aus. Und was die Föderation macht, sie sorgt dafür, dass kein Schiff unbeaufsichtigt oder ohne Erlaubnis die Erde verlässt. Das heißt, sie schauen, dass hier keiner geht und zur Gefährdung wird für den Rest der Galaxie. Die Föderation hat als höchste Priorität, den Frieden zu wahren in der Galaxie. Das war der Grund, weshalb sie sich gegründet hat. Das heißt, das ist einer der Hauptfaktoren. Die Menschen sind nicht nur eine Gefährdung für sich selbst und für den Planeten, sondern auch für die gesamte Galaxie. Und das ist der Hauptpunkt, wo sie sind. Und schauen, dass hier nichts passiert. Dann versuchen sie zu gucken, dass wir uns nicht selbst in die Luft sprengen. Das heißt, sie beaufsichtigen auch diese Atomprogramme und sorgen dafür, dass ein Atomkrieg hier auf der Erde einfach nicht stattfinden wird. Das ist der weitere Punkt. Das heißt, die versuchen uns auch in gewisser Weise vor uns selbst zu schützen, vor unserer Kreation zu schützen, die dann doch teilweise sehr stark aus dem Ruder läuft, hier und da. Der nächste Punkt ist, dass sie schon das so sehen, dass die Erde befreit werden muss und dass die Erde gerettet werden muss. Besser gesagt, die Menschen befreit werden müssen und gerettet werden müssen. Und da ist die nächste Agenda, dass sie Leute runterschicken, wie zum Beispiel mich, oder sich selbst oder andere Starseeds, die dabei sind, als Lehrer zu arbeiten, um die Menschen ins Bewusstsein zu rücken, dass sie all das erschaffen, dass sie die Dunkelheit erschaffen und dass sie das Kabal erschaffen und die negativen Reptiloiden dazu zwingen, negativ zu sein. Und ich kann hier nur sagen, es ist alles Teil des Fokus und Teil dessen, was ich in meiner Realität erleben möchte. Weil die innere Realität ist zuerst da. Und dann entsteht die äußere Realität. Und wenn man sich die Welt anschaut, und dann sieht man tatsächlich, was in dem Bewusstsein der Menschen ist. Und das sehen sie auch. Und sie sehen auf der einen Seite als Bedrohung an, aber auch anderer Seite wie Kinder, die vor sich selbst beschützt und gerettet werden müssen. Das heißt, auch hier diese Agenda läuft hier mit. Und das sind so diese 3 Hauptfaktoren für ihre Präsenz. Schutz der Galaxie und des Planeten vor den Menschen, aber auch gleichzeitig die spirituelle Ausbildung, Entwicklung der Menschen, sodass sie
sich selbst befreien können und früher oder später damit ja von dieser ganzen Geschichte frei sein werden und eben das Wachstum, das eigene Wachstum. Okay, cool. Danke dir. Gerne. Ja. Kannst du mir sagen, bei wie vielen Minuten oder Stunden wir gerade sind? Wir haben jetzt schon 1 Stunde und 20 Minuten. Okay. Also ich hätte wirklich noch viele Fragen und auch, also sowohl zur Weltgeschichte, Menschheitsgeschichte, meinen persönlichen Erfahrungen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir es ja so machen, dass wir eventuell, falls vielleicht auch die Zuschauer Fragen haben und in die Kommentare vielleicht noch Fragen reinschreiben können oder wollen, ob wir dann vielleicht noch mal einen zweiten Teil machen können Sehr in gerne. irgendwie der Zukunft. Und dann können wir noch mal weitere Fragen sowohl von mir als auch vielleicht von den Leuten in den Kommentaren beantworten. Ähm, aber also, was ich dich noch fragen wollte, ist eben, wie kann man dich erreichen? Wo kann man dich sehen? Wo kann man dir folgen? Wie kann man dich kontaktieren? Kannst du dazu noch mal was sagen? Auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, meinem Kanal auf YouTube zu folgen. Hier teile ich einiges, was ich teilen kann und was ich teilen darf mit euch. Ein paar Channel-Links für die DNA-Aktivierung und die Bewusstseinsaktivierung, sozusagen eine Energie-Transmission, sodass ihr hier ein bisschen Einblick bekommt in meine Arbeit und die verschiedenen Facetten meiner Arbeit. Metaphysik, Realitätsfabrik und auch extraterrestrische Informationen findet ihr hier. Im Moment teile ich ein kleines bisschen weniger, da ich mich im Auswanderungsprozess befinde. Es wird aber wieder mehr und regelmäßig, sodass mindestens einmal die Woche bis zweimal die Woche Content von meiner Seite an euch kommt. Das heißt YouTube-Kanal Lia Lohmann /Ozeanlicht, Ozean mit Z. Gerne auch die gleichnamige Webseite www.ozean-licht.com. Hier findet ihr mich oder auch einfach über die E-Mail-Adresse, die mit dem YouTube-Kanal verlinkt ist, lia.lohmann@ozean-licht.com für Nachfragen. Bitte verzeiht mir, wenn ich nicht auf große, komplexe E-Mails antworten kann, da ich einfach sehr, sehr viel arbeite. Wenn ich nicht mit Menschen arbeite oder Kurse gebe, arbeite ich an Projekten, bin auf der anderen Seite unterwegs und arbeite in den astralen Welten, um die Transformation der Erde zu unterstützen und zu supporten. Und ich kann nicht immer auf alle persönlichen Fragen eingehen. Dennoch würde ich mich freuen, wenn ihr ein paar wichtige Fragen mal in die Kommentare schreibt, besonders gerne auch bei Johannes oder dann bei mir auf meinem Kanal, so dass wir mal abgreifen können, was wichtig ist, wohin die Tendenz geht. Und ich würde mich freuen, von ganzem Herzen gerne euch noch mehr Fragen zu beantworten, weil ich so viel Wissen habe, was ich teilen möchte mit euch, sodass ihr wachsen könnt. Von daher gerne, Johannes. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und auf die Fragen der Community und auch auf deine persönlichen Fragen eingehen zu können. Sehr schön. Würde mich auch freuen. Okay, dann sammeln wir mal Fragen. Wenn wenig kommen, ich habe genug. Ja, Und ich gehe davon aus, dass wir uns doch definitiv ganz viele Gesprächsthemen noch finden. Das ganze Thema ist so spannend und interessant. Ich bin sicher, wir werden uns noch mindestens 1 bis 2 Mal sehen in nächster okay, Zeit. dann danke ich dir an der Stelle Ich danke und dir. freue mich, wenn wir uns noch mal sehen und sprechen können. Und ja, wünsche dir alles Gute bis dahin. Ich danke dir. Ich danke dir für die Möglichkeit, mit dir zu sprechen und ja, die Community von dir kennenzulernen. Und ich freue mich auf jeden einzelnen von euch. Von meiner Seite, macht's gut. Großes Danke an die Zuschauer und auch großes Danke an dich, Johannes. Eine ganz tolle Möglichkeit, mit dir gesprochen zu haben. Vielen Dank. Der Dank gilt auch dir. Ja, bis bald dann.